Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute möchte ich mit euch mal wieder ein Monitor auspacken. Denn der war schwer. Dieser Monitor soll quasi durch den neuen ersetzt werden. Ich möchte den 21:9 gegen einen 16 zu neuen Monitor austauschen, damit ich hier ein bisschen mehr Platz habe, weil das bei mir arg eng hier alles ist. Und da will ich euch mal mitnehmen und ich würde sagen, wir wechseln gleich die Perspektive, packen den aus, bauen den zusammen, schauen uns den etwas genauer an und ja, testen den mal. Ich würde sagen, auf geht's! Okay, das ist das gute Stück hier. Und zwar habe ich nach langem Suchen mich dann für einen Monitor von BenQ entschieden. Und zwar ist das der Mobius EX240 Gaming Monitor. Der ist noch gar nicht so lange auf dem Markt. Allerdings hätte ich gerne einen gehabt, der QHD anzeigt, aber nach dem, was ich alles haben wollte und in der Größe, ist es leider nur Full HD wieder nur geworden. Aber ich denke mal, ich werde damit trotzdem glücklich sein. Denn dieser Monitor, jetzt muss ich mal ein bisschen hier ablesen, bietet so einiges, wie zum Beispiel Reaktionszeit von 1 Millisekunde, eine Aktualisierungsrate von 165 MHz. Wir haben hier auch Lautsprecher verbaut. Das ist übrigens schon so ein Problem, im Monitor zu bekommen für den Preis, den ich so im Hinterkopf hatte. Ich wollte nicht unbedingt mehr als wie, muss ich jetzt ehrlich gestehen, 200 Euro ausgeben. Dieser ist jetzt im Angebot für 180 Euro und ist auch nur 24 Zoll, um genau zu sein 23,8 Zoll. Ich hatte mir auch 27 Zoller angeguckt, da hätte ich auch vielleicht einen QHD kriegen können. Aber aus Platzgründen habe ich mich dann doch für den 24 Zoll entschieden. Anti-Clear Screen, Blue Light Filter, Flicker Free, dann alle hier G-Sync und von AMD das FreeSync ist mit an Bord. Ein LED IPS Display, also das sollte auf alle Fälle ein ganz nicer Monitor werden. Aber jetzt würde ich sagen, packen wir das ganze Ding mal aus und wir öffnen auch mal den Karton. Hier steht, wir sollen den hinlegen, ganz vorsichtig. So, okay. So, ich sehe hier schon eine Tüte mit einem HDMI-Kabel, ein USB-Kabel, okay, ein Quick Start Guide, da haben wir noch was, ein Kaltgerätestecker. Ja, mehr kann ich jetzt erstmal nicht sehen, deswegen holen wir das ganze Ding jetzt mal raus. Einmal hinlegen und ziehen wir alles so raus hier. Jo, wir haben hier noch mehr nette Sachen. Zum Beispiel ein Standfuß in Silber und Rot. So schaut das Teil aus. Silber und Rot. Was ist das? Oh, eine Blende. Ja, eigentlich sind das nur noch Teile hier für den Fuß. Also der ist echt massiv, der ist richtig schwer hier. Bist du verrückt? So schaut er aus hier. Das ist ein richtig massives Teil.
Dieser ganze Monitor lässt sich nicht nur in der Neigung verstellen, sondern auch in der Höhe, wie ihr hier seht. Wie das so funktioniert, das werden wir dann auch noch irgendwie rausfinden. Ich würde erst so sagen, wir bauen den Ständer hier zusammen. Das ist übrigens unten, der kommt so rum. Keine Angst, hier ist alles gummiert. Die Füße kann man also nicht zerkratzen auf dem Tisch. Und sollte ganz einfach gehen. Den da hier reinstecken und die Schraube hier festdrehen. So, fest. Und jetzt werden wir das auch gleich an den Monitor anbringen. Ich hoffe, der liegt jetzt genau richtig rum. Wupp. Und bevor wir uns den richtig angucken, machen wir jetzt noch den Fuß schnell fest. Ist ja cool. So einfach habe ich noch nie einen Fuß montiert. Also rein hier. Fertig. So schaut er aus. Hoch. Runter. Also echt top. Also das ist hier echt ganz schön massiv. Wenn wir davon ausgehen, dass es andere Monitore eher schmaler werden, ist das ein ganz schöner Brummer hier. Das finde ich am geilsten, dass du die Höhe hier einstellen kannst. Das ist toll und das geht ganz einfach. Der hält auch in jeder Position. Echt super. Wir haben uns die Anschlüsse noch gar nicht angeschaut. Seht ihr das? Folgende Anschlüsse haben wir. Einmal DisplayPort, zweimal HDMI, dann halt für den Gerätestecker. Also ist ja auch das Netzteil verbaut, deswegen wahrscheinlich auch so dick. Kensington Lock haben wir hier. Dann haben wir hier die USB 3 Anschlüsse, ein Klinkenanschluss für Kopfhörer. Und hier haben wir dann die zwei Lautsprecher. Und das war es auch schon gewesen. Energiesparklasse E. Also je höher die Auflösung ist, beziehungsweise je mehr Hertz die haben, umso mehr Energie fressen die auch. Gut, ich würde sagen, ich hole jetzt den alten ab, stöpsel den an und dann schauen wir mal, wie das Bild ausschaut. Jo, da steht er. Das ist nice. Einfach hoch und runter schieben. Links, rechts, Neigung. Hoch, runter. Ich denke mal, so scheint die Position ganz okay zu sein. Wir schalten den mal an. Was ist das für ein Knopf? Das ist nicht der Power-Knopf. Oh, hier ist noch Folie dran. Das ist übrigens die Abdeckung hinten für die Kabel, damit das nicht so blöd aussieht. Aber ja gut, kann man dann später immer noch dran machen. Jetzt versuchen wir erstmal das Ding jetzt einzuschalten. Ich glaube, ich habe den Powerknopf auch gefunden. Irgendwie habe ich da was Falsches vorgelesen. Das ist auf alle Fälle kein LED-Monitor, sondern ein LCD. Ich muss mal den Rechner mit anmachen, damit wir auch ein Bild haben. Okay, ist auf alle Fälle was anderes als wie der große. Obwohl der so massiv aussieht, hat er aber trotzdem schöne kleine Display-Ränder hier. Gehen wir mal ins Menü rein. Hier unten haben wir so Steuertasten, so wie so kleine Joysticks. Mal sehen, wie sie das macht. So, Moment, wir brauchen jetzt erstmal ein System. Oh, das macht hier ganz gut mit den Joystick-Tasten. Es wäre schön, wenn wir ein bisschen Deutsch kriegen könnten. Ach, hier haben wir Deutsch.
Da. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. HDRI, was da passiert. Ach, okay. HDR und aus. Was schauen wir uns jetzt an? Wir können ja mal bei Cyberpunk reingucken. So, halt, Moment, hier wollte ich noch was gucken, ob Windows das überhaupt eingestellt hat. Halt, ich glaube, wir müssen auf den Nvidia-Treiber gehen. Ja, der BenQ ist das, genau. Der Ben ist das. Auflösung ändern. Das lassen wir so und... Okay, im Full HD haben wir nur 100... Wieso haben wir nur 120 Hertz? Aktualisierungsrate. Egal, nehmen wir halt 120. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ist das der Displayport, dass der nur 120 machen kann? Lassen wir das mal so, übernehmen wir das mal. Okay, was mir direkt auffällt ist, dass das hier alles so ein bisschen dunkler ist, als wie bei den anderen Monitoren. Vielleicht liegt das da an dem hier. Der dunkelt aber ganz schön ab. Okay, lassen wir mal auf HDR. Und wir gehen mal hier auf die ein. Oh je, ich muss noch hier alles einstellen. Buh, Junge. Ah ja, okay. So bitte anwenden. Ja, viel besser. Viel besser. Fenstermodus, Vollbild. Okay, gehen wir nochmal zur Grafik. Alles an. Gehen wir mal wieder zurück. Ach, jetzt kann man auch besser sehen. Vielleicht ist das jetzt in dem... Wo ist in dem Spiel? Ja, viel besser. Schön angenehme HDRI. Wir gehen jetzt einfach mal auf den Benchmark, um uns mal anzugucken, wie das Bild so ist. Also die Farben sind schon nice. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass das hier alles so blendet. Dass das gar nicht so richtig rüberkommt hier auf der Kamera. Übrigens haben wir eigentlich noch Ton hier. Ist auf 100%, aber ich höre nichts. Warum? Oh, das ist ein bisschen dunkel. Das müsste eigentlich heller sein. Oder? Das HDRI könnte ein bisschen zu dunkel sein. Aber warum habe ich jetzt hier keinen Ton? Lautstärke ist da. Okay, wir haben Ton. Okay, teste hier gerade. Also, der Ton war jetzt eingestellt auf FPS. Der klingt da ein bisschen echt lasch. Also am besten gefällt mir die Kinoeinstellung. Da ist der schön voluminöste Ton und hört sich auch ganz gut an. Deswegen lasse ich das auch so. Das Bild, muss ich sagen, gefällt mir auch ganz gut. HDR aus, das wäre also normal jetzt. Das wäre Spiele, Kino, normales HDR, HDR aus. Ja, ich denke mal, mir gefallen die Farben ganz gut. Ich hoffe, das kommt so auf der Kamera rüber. Also bin echt zufrieden mit dem Monitor. Er ist jetzt doch kleiner als wie ich dachte mit 24 Zoll, aber von der Höhe immer noch größer als wie mein 21:9 Monitor von LG. Die Farben sind kräftig. Ja, sorry, ich habe die aus dem Pocket heute laufen und die folgt mein Gesicht gerade, deswegen jetzt dieser Schwenk hier. Deswegen Kameramann. Aber wie dem auch sei, also die Farben sind kräftig.
Ich weiß nicht, wie gut das auf der Kamera rüberkam. Tonmäßig müsst ihr gucken. Sind okay. Echt nice. Ist, dass man den schön in der Höhe verstellen kann. Richtig klasse. Dass man den drehen kann. Und natürlich, dass man hier die Neigung sich ein bisschen einstellen kann. Und das ist toll. Und ja, ich bin immer noch der Meinung, dass das ein Druckfehler sein muss bei Amazon. Also das ist definitiv kein LED-Monitor, sondern ein IPS-LCD-Monitor. Hat trotzdem tolle Farben. Und ja, der ist ein bisschen dick im Gegensatz zu anderen Monitoren. Aber der hat halt das Netzteil innen verbaut. Also man hat da nichts mehr auf dem Fußboden rumliegen, wie jetzt zum Beispiel bei meinen alten LG. Sondern hat nur noch so ein, ja, Kaltgerätestecker. Ich denke mal, das reicht für mich völlig aus hier, weil ich sitze so nah. Ich habe nur meinen Schreibtisch oder Computertisch, wo er drauf steht, der ist ja nur, was wird das sein? 50, also ich habe keine riesige Tischplatte, und deswegen, ich glaube, hätte ich jetzt einen 27 Zoll oder gar einen 34 oder 32 Zoll Monitor, das wäre so ein Apparat wieder, und ich würde hier fast vor dem Monitor hängen. Ich denke mal, das ist doch eine optimale Lösung hier. Vor allen Dingen kann ich dann endlich wieder den Computer da hinten auch mal so zurecht mir schieben, wie ich den gerne haben will, dass man vielleicht doch was von meinem Infinity Look da sieht. Wie dem auch sei, wer jetzt Interesse an dem Monitor zeigt, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Amazon, wo ich den auch her habe. Wie gesagt, jetzt muss ich lügen, glaube ich 100, so circa 187 Euro ist der momentan, von 200 noch was runtergesetzt. Wie gesagt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier. Das kann natürlich jetzt schon wieder anders sein. Ja, dann schaut einfach mal da vorbei. So, wenn ihr jetzt aber natürlich das Video toll fandet, vor allen Dingen informativ oder wegen mir auch unterhaltsam, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, lasst gern ein Abo da, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten sage ich, Leute, nein, stopp. Kleiner Spoiler. Ich habe hier noch ein echt schweres Paket, und wer wissen will, was da drin ist, im nächsten Video erfahrt ihr das. Also seid gespannt, und ne, wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut wieder vorbei. Ansonsten würde ich jetzt sagen, Leute, ciao!